Ich erinnere mich noch genau an diesen Moment, weil er so banal begann. Ein ganz normaler Dienstagmorgen. Die Bibliothek der Universität war ungewöhnlich ruhig, selbst für diese Uhrzeit. Ich saß am Fensterplatz im dritten Stock, vor mir mein Laptop, daneben ein halbkalter Kaffee. Draußen nieselte es, dieses typische graue Wetter, das sich perfekt anfühlte für Lernen und Stillsein. Ich war gerade dabei, meine Hausarbeit zu überarbeiten, als mein Handy vibrierte. Eine unbekannte Nummer. Normalerweise gehe ich bei fremden Nummern nicht ran. Aber irgendetwas, vielleicht Intuition, vielleicht Langeweile, ließ mich den Anruf annehmen. Guten Tag, spreche ich mit Frau Elena Hoffmann? Die Stimme klang höflich, sachlich, zu sachlich. Ja, die bin ich. Mein Name ist Herr Becker. Ich rufe aus der Finanzabteilung Ihrer Universität an. Haben Sie kurz Zeit? Es geht um Ihre Studienfinanzierung. Mein Magen zog sich zusammen. Ja, natürlich. Ein kurzes Räuspern am anderen Ende der Leitung, dann dieser Satz, der mein Leben in zwei Teile teilte. Uns ist aufgefallen, dass vor 3 Tagen eine Auszahlung Ihres Studienfonds in Höhe von 48.000 Euro beantragt und genehmigt wurde. Ich starrte auf den Bildschirm vor mir, ohne wirklich etwas zu sehen. Was bitte? Die Auszahlung Ihres Bildungsfonds. Sie haben ja den Fördervertrag über mehrere Jahre. Laut System wurde das Geld vollständig abgehoben. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Das, das kann nicht sein, sagte ich langsam. Ich habe keinen Antrag gestellt. Eine kurze Pause. Der Antrag liegt uns mit Ihrer Unterschrift vor, sagte Herr Becker ruhig. Deshalb gehe ich davon aus, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Missverständnis. Ein schönes Wort für etwas, das sich gerade wie ein Schlag ins Gesicht anfühlte. Können Sie mir bitte sagen, fragte ich leise, wann dieser Antrag eingereicht wurde? Letzten Freitag, persönlich am Schalter. Letzten Freitag. Ich war letzten Freitag den ganzen Tag in einem Pflichtseminar. Mit Anwesenheitsliste, mit Zeugen. Herr Becker, sagte ich jetzt klarer, ich war nicht bei Ihnen. Ich habe nichts unterschrieben. Diesmal war die Pause länger. Frau Hoffmann, sagte er schließlich vorsichtig, möchten Sie damit sagen, dass diese Unterschrift nicht von Ihnen stammt? Ich schluckte. Ja. Ich hörte, wie er tief Luft holte. Der Ton seiner Stimme veränderte sich sofort. Nicht mehr neutral, nicht mehr routiniert. In diesem Fall, sagte er langsam, müssen wir von einem schwerwiegenden Vorgang ausgehen. Ich werde das intern weiterleiten. Darf ich Sie bitten, heute oder morgen persönlich vorbeizukommen? Ja, antwortete ich automatisch. Nachdem das Gespräch beendet war, saß ich minutenlang regungslos da. 48.000 Euro. Mein gesamter Studienfonds. Ein Geldbetrag, der dafür gedacht war, meine Miete, meine Semestergebühren, mein Leben während des Studiums abzusichern. Und irgendjemand hatte ihn einfach genommen. Auf dem Weg nach Hause fühlte sich alles unwirklich an. Die Straßenbahn, die Menschen, das Stimmengewirr, alles wirkte gedämpft, als würde ich unter Wasser gehen. Es gab nur eine einzige logische Möglichkeit: meine Eltern. Der Fonds lief zwar offiziell auf meinen Namen, aber meine Eltern hatten jahrelang Zugriff auf meine Unterlagen. Sie hatten alles für mich geregelt, als ich frisch mit dem Studium angefangen hatte. Banken, Verträge, Formulare. Du kannst dich auf dein Studium konzentrieren, hatte meine Mutter damals gesagt. Wir kümmern uns um den Papierkram. Damals hatte ich ihr geglaubt. Zu Hause angekommen, setzte ich mich auf mein Bett und starrte an die Wand. Dann griff ich zum Handy und rief meine Mutter an. Sie ging sofort ran. Elena, wie schön, dass du anrufst. Ihre Stimme klang fröhlich, zu fröhlich. Mama, sagte ich ohne Umschweife. Warst du letzten Freitag bei der Universität? Ein kurzes Zögern. Wieso fragst du? Weil mein Studienfonds leer ist. Stille. Dann ein leises Lachen. Ach das, sagte sie, das wollte ich dir sowieso noch erklären. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Erklären? Ja, sagte sie in diesem Tonfall, den sie immer benutzte, wenn sie fand, dass ich übertreibe. Es war nur eine Formalität. Dein Vater und ich brauchten das Geld kurzfristig. Ihr habt 48.000 Euro von meinem Studienfonds abgehoben? Fragte ich fassungslos. Reg dich doch nicht gleich so auf, antwortete sie genervt. Es ist doch immer noch Familiengeld. Familiengeld. Mama?
sagte ich langsam. Das Geld ist für mein Studium, für meine Miete, für mein Leben. Ach bitte, schnappte sie. Du kommst doch irgendwie klar. Außerdem geht es um deine Schwester. Natürlich, meine jüngere Schwester Sophie. Was hat Sophie damit zu tun? Sie wollte nach dem Abitur unbedingt eine Auszeit, erklärte meine Mutter. Europa sehen, reisen, sich selbst finden und ehrlich gesagt, sie hatte es nach all dem Stress verdient. Ich konnte kaum glauben, was ich hörte. Ihr habt mein Studiengeld genommen, sagte ich tonlos, damit Sophie Urlaub machen kann? Nenn es nicht so, fauchte sie. Es ist eine Investition in ihre Zukunft. Ich schloss die Augen. Und meine Unterschrift? Fragte ich leise. Woher habt ihr meine Unterschrift? Wieder dieses Zögern. Stell dich nicht so an, sagte sie schließlich. Dein Vater hat das geregelt. In diesem Moment verstand ich alles. Sie hatten nicht nur mein Geld genommen, sie hatten meine Unterschrift gefälscht. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Immer wieder sah ich diesen Satz vor mir. Der Antrag liegt uns mit Ihrer Unterschrift vor. Am nächsten Morgen stand ich vor dem Verwaltungsgebäude der Universität. Die grauen Wände wirkten plötzlich bedrohlich. Herr Becker empfing mich mit ernster Miene und legte mir mehrere Dokumente vor. Und da war sie, meine angebliche Unterschrift. Sie sah aus wie meine, aber sie war es nicht. Zu rund, zu hastig, eine schlechte Kopie. Das ist nicht meine, sagte ich ruhig. Herr Becker nickte langsam. Dann, sagte er, haben wir es hier mit Urkundenfälschung und Betrug zu tun. Mein Magen verkrampfte sich. Was passiert jetzt? Er sah mir direkt in die Augen. Jetzt, sagte er, nimmt diese Geschichte eine sehr ernste Wendung. Nach dem Moment, in dem die Wahrheit ans Licht kam, änderte sich für mich alles. Nicht schlagartig, sondern schleichend. Die Erkenntnis, dass mein eigenes Geld ohne mein Wissen verwendet worden war, begann wie ein leiser Riss und wurde mit jedem Tag breiter. In den folgenden Wochen versuchte ich, so zu tun, als wäre nichts passiert. Ich ging weiter zur Universität, saß in Vorlesungen, hörte den Professoren zu und machte mir Notizen. Doch innerlich war ich ständig abwesend. Jeder Gedanke kehrte zu derselben Frage zurück: Wie lange ging das schon so? Und vor allem, wie viele Menschen wussten davon, außer mir? Ich begann, alte Kontoauszüge und E-Mails erneut zu lesen. Dinge, die mir früher belanglos erschienen waren, wirkten plötzlich verdächtig. Überweisungen, die nie erklärt wurden. Gespräche, die abrupt endeten, wenn ich den Raum betrat. Es war, als hätte ich jahrelang in einem Haus gelebt, dessen Wände langsam hohl geworden waren, ohne dass ich es bemerkt hatte. Das Schweigen meiner Eltern traf mich fast mehr als die Tat selbst. Es gab keine Entschuldigung, keine ehrliche Erklärung, nur Ausflüchte. Man sprach von Familienentscheidungen, von vorübergehenden Lösungen, von Dingen, die angeblich zu meinem Besten gewesen seien. Doch je mehr sie redeten, desto klarer wurde mir, niemand hatte vorgehabt, mir je die Wahrheit zu sagen. Auch an der Universität blieb mir nichts verborgen. Mein Leistungsdruck nahm zu, nicht wegen der Prüfungen, sondern wegen der Unsicherheit. Geld, das meine Zukunft absichern sollte, war verschwunden. Ich wusste nicht, wie lange ich mein Studium noch ohne Einschränkungen fortsetzen konnte. Diese Angst begleitete mich jeden Tag. In Gesprächen mit Freunden schwieg ich. Nicht aus Scham, sondern aus Erschöpfung. Ich wollte nicht erklären müssen, wie es sich anfühlt, zu erkennen, dass das Fundament des eigenen Lebens auf Lügen gebaut war. Stattdessen begann ich, innerlich Abstand zu nehmen. Von meiner Familie, von alten Erwartungen, von dem Bild, das ich jahrelang von ihnen gehabt hatte. Am Ende von Part 2 stand kein großer Knall, nur eine klare, bittere Erkenntnis. Vertrauen lässt sich nicht reparieren, wenn nur eine Seite bereit ist, ehrlich zu sein. Irgendwann verstand ich, dass Abwarten nichts mehr ändern würde. Je länger ich zögerte, desto größer wurde der Schaden. Nicht nur finanziell, sondern auch persönlich. Also begann ich, Verantwortung für meine Situation zu übernehmen, auch wenn ich sie mir nie ausgesucht hatte. Ich suchte rechtlichen Rat, nicht aus Rache, sondern aus Notwendigkeit. Zum ersten Mal hörte ich nüchterne Fakten statt emotionaler Rechtfertigungen. Zahlen, Verträge, Pflichten und Rechte. Es war ernüchternd, aber auch befreiend. Denn plötzlich hatte das Chaos eine Struktur. Der schwierigste Schritt war die endgültige Konfrontation. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern klar. Ich stellte Fragen, auf die es keine Ausreden mehr gab. Und ich machte deutlich, dass Konsequenzen folgen würden. Die Reaktionen waren vorhersehbar. Schock,
Wut, Schuldzuweisungen. Doch diesmal blieb ich ruhig. Ich wusste, dass jede Diskussion nichts an der Realität ändern würde. Parallel dazu begann ich, mein eigenes Leben neu zu ordnen. Ich passte meinen Alltag an, reduzierte Ausgaben, plante realistischer. Die Universität wurde wieder zu dem Ort, der sie einmal gewesen war. Ein Schritt nach vorn, nicht ein ständiger Druckpunkt. Ich lernte unabhängig zu denken, nicht nur finanziell, sondern emotional. Am Ende ging es nicht mehr um das verlorene Geld allein. Es ging um Grenzen, um Selbstrespekt und um die Erkenntnis, dass Familie nicht automatisch bedeutet, alles zu akzeptieren. Manche Entscheidungen schmerzen, aber sie schützen langfristig. Der Kontakt wurde distanzierter, nicht aus Hass, sondern aus Klarheit. Ich hatte gelernt, dass Loyalität ohne Ehrlichkeit wertlos ist und dass man manchmal etwas verlieren muss, um sich selbst nicht zu verlieren. Part 3 endet nicht mit einem perfekten Happy End, sondern mit etwas Ehrlicherem. Stabilität, Kontrolle und dem Wissen, dass meine Zukunft nun tatsächlich mir gehört, nicht weil alles gut geworden ist, sondern weil ich endlich Verantwortung über mein eigenes Leben übernommen habe.